Restaurant wirft schwarze Frau und ihre Kinder raus. Sie kehrt als Eigentümerin zurück. Isadora Belmont, eine schwarze Milliardärin und hingebungsvolle Mutter, beschloss mit ihren Kindern zu einem besonderen Abendessen in einem gehobenen Restaurant zu gehen. Doch bei ihrer Ankunft wurde sie gedemütigt und rausgeworfen, obwohl sie eine im Voraus bestätigte Reservierung hatte. Was niemand vorhersehen konnte, war, dass diese Nacht den Beginn einer wahren Revolution markieren würde. Nachdem sie die dunklen Geheimnisse des Restaurants entdeckt hatte, schmiedete Isadora einen Plan, der alles verändern würde. Diese Nacht sollte unvergesslich werden. Isadora, eine erfolgreiche Frau voller Selbstvertrauen, trug ein elegantes, von ihren Kindern ausgewähltes blaues Kleid. Gabriel, 16 Jahre alt, und Luna, 10, hatten sich darauf gefreut, zusammen kleine Siege des Lebens zu feiern. Doch sobald sie das Restaurant betraten, spürte Isadora eine gespannte Atmosphäre. Die Stimmung war unangenehm still, aber nicht auf eine angenehme Weise. Die ständigen Blicke einiger Gäste und die leisen Flüstergeräusche machten deutlich, dass ihre Anwesenheit nicht willkommen war. Selbstbewusst ging sie zum Empfangstresen und hielt Lunas Hand, während Gabriel aufmerksam alles beobachtete. Die Empfangsdame zögerte, sie zu sehen, und fragte mit einem gezwungenen Lächeln: »Guten Abend, wie kann ich Ihnen helfen?« »Guten Abend, ich habe eine Reservierung auf meinen Namen, Isadora Belmont«, antwortete Isadora. Der junge Mann nickte und begann am Computer zu tippen. Die Stille zwischen ihnen schien endlos. Isadora bemerkte, dass er ihren Blick vermeidete. Nach ein paar Minuten antwortete er schließlich: »Ich kann keine Reservierung im System finden. Sind Sie sicher, dass es für heute war?« Isadora blieb ruhig. »Ja, ich habe gestern angerufen, um zu bestätigen.« Die Empfangsdame warf einen kurzen Blick auf eine Liste neben dem Bildschirm und schüttelte dann den Kopf. »Leider sind wir heute Abend für Leute wie Sie ausgebucht. Entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.« In diesem Moment bemerkte Gabriel, der die Szene beobachtete, die vielen leeren Tische im Restaurant. Empört rief er: »Leute wie wir, was meint er damit? Mama, schau dich um, da sind viele freie Tische.« »Das ist ein Skandal.« Gabriels Ton erregte die Aufmerksamkeit einiger Gäste, die nun neugierig auf die Szene blickten. Luna drückte Isadoras Hand und fragte leise: »Mama, warum wollen Sie nicht, dass wir bleiben? Liegt es an uns?« Isadora kniete sich vor ihrer Tochter nieder und lächelte leicht, obwohl ihr Herz schmerzte. »Nein, meine Liebe, es liegt nicht an uns. Es liegt an Ihnen, aber wir wissen, wer wir sind, und das kann uns niemand nehmen.« Die drei verließen das Restaurant unter unbehaglichen Blicken. Im Auto war es still. Gabriel starrte aus dem Fenster, eindeutig verärgert, während Luna mit ihren Fingern auf ihren Knien spielte. Nach einigen Minuten platzte Gabriel heraus: »Das ist ein Skandal. Mama, wie konntest du das zulassen? Du bist Isadora Belmont.« Mit ihrer gewohnten Ruhe antwortete sie: »Es geht nicht darum, ob ich es zulassen konnte, mein Sohn. Das Problem liegt nicht bei uns, sondern bei Ihnen. Was zählt, ist, wie wir nach einer solchen Situation handeln.« An diesem Abend ging Isadora in ihr Büro und begann, Nachforschungen über das Restaurant anzustellen. In wenigen Minuten entdeckte sie, dass das Maison d'Excellence ernsthafte finanzielle Schwierigkeiten hatte. Es gab Schulden, einen Mangel an Kunden und Gerüchte über eine bevorstehende Schließung. Was sie am meisten überraschte, waren die negativen Bewertungen, die immer wieder auf ein diskriminierendes Muster hinwiesen. Am nächsten Morgen erhielt sie einen Anruf von ihrem Anwalt Dario Mendonça. »Isadora, ich habe deine Nachricht gesehen. Es scheint, als hättest du ein ernstes Problem zu lösen.« »Ja, und ich brauche deine Hilfe. Ich möchte dieses Restaurant kaufen und alles, was dort passiert, öffentlich machen.« Dario zögerte. »Bist du sicher? Wenn du anfängst zu graben, könntest du Dinge finden, die dir schaden könnten. Ein Restaurant zu kaufen ist nicht nur eine Frage des Geldes, es wird Zeit und Energie erfordern.« Isadora zog nicht zurück. »Wenn ich es nicht tue, wer dann?« Mit Darios Hilfe schmiedete sie einen Plan. Er würde sich als Kellner im Restaurant einschleusen, um zu ermitteln. In wenigen Tagen bemerkte er fragwürdige Praktiken: selektive Reservierungen,
Bevorzugung bestimmter Gäste und verdächtige Gespräche zwischen den Managern. Inzwischen entdeckte Isadora, dass der wahre Besitzer des Restaurants Frederico van Alten war, ihr Ex-Schwiegervater, ein mächtiger Mann, der ihre Ehe mit seinem Sohn Elias nie akzeptiert hatte. Frederico war entschlossen, ihr zu verhindern, das Restaurant zu übernehmen. Das unvermeidliche Zusammentreffen zwischen den beiden fand statt. In einem angespannten Gespräch sagte er: »Dieses Restaurant wird mir gehören, Isadora.« Sie antwortete fest: »Ich werde nicht aufgeben. Dieses Restaurant bedeutet mehr für mich, als du dir vorstellen kannst.« Mit den gesammelten Beweisen konnte Isadora den wahren Besitzer überzeugen, das Restaurant an sie zu verkaufen. So wurde das Maison d'Excellence in das Radiance umgewandelt, ein inklusiver und einladender Ort. Mit einem vielfältigen Team und einer eleganten, aber zugänglichen Atmosphäre verwandelte Isadora das Restaurant in ein Symbol des Widerstands und der Gerechtigkeit. Bei der Eröffnungsnacht sah Gabriel stolz zu seiner Mutter: »Du hast es geschafft, Mama.« Luna lächelte. Alle hier scheinen glücklich zu sein. Isadora kniete sich vor ihren Kindern nieder. »Dieser Ort ist für euch und für alle, die sich jemals ausgeschlossen fühlten. Vergesst nie, ihr könnt überall sein.« Isadora Belmont, eine schwarze Milliardärin und hingebungsvolle Mutter, verwandelte einen Akt der Diskriminierung in eine mächtige Bewegung. Nachdem sie zu Unrecht aus einem gehobenen Restaurant mit ihren Kindern geworfen worden war, beschloss Isadora, den Ort zu kaufen und ihn umzuwandeln, um einen Raum zu schaffen, der auf Inklusion und Respekt basierte. Das ehemalige Maison d'Excellence wurde umgestaltet und zu Radiance, einem Restaurant, das Widerstand, Vielfalt und Qualität symbolisierte. Die Eröffnung von Radiance war ein voller Erfolg. Das Restaurant wurde schnell zu einem Beispiel dafür, wie der Markt florieren kann, wenn er Inklusion umarmt. Doch Isadora wusste, dass sie noch Herausforderungen zu bewältigen hatte. Sie war sich bewusst, dass ihr Ex-Schwiegervater Frederico van Alten, ein mächtiger und unerbittlicher Mann, ihren Sieg nicht akzeptieren würde. Er hatte versucht, ihren Kauf zu sabotieren und ihre Initiative zu diskreditieren, doch nun, angesichts des Erfolgs von Radiance, war sein Schweigen ohrenbetäubend. Während der Feierlichkeiten trat Dario, ihr Anwalt und treuer Freund, besorgt auf sie zu. »Isadora, ich denke, du solltest das sehen.« Er übergab Isadora ein Dokument, in dem stand, dass Frederico ein Luxusrestaurant auf derselben Straße gekauft hatte. Die Absicht war offensichtlich, einen direkten Konkurrenten zu schaffen, um das Radiance zu zerstören. Isadora las das Dokument aufmerksam und seufzte. »Er gibt wirklich nie auf, oder?« »Nie. Aber du auch nicht«, antwortete Dario mit einem ermutigenden Lächeln. In den folgenden Tagen intensivierte Isadora ihre Maßnahmen. Sie verstärkte die Werte des Radiance, organisierte Gemeinschaftsveranstaltungen und zog renommierte Kritiker an. Jede Nacht füllte sich das Restaurant, während Fredericos Etablissement, trotz all seines Luxus, nicht in der Lage war, die authentische und einladende Energie des Radiance zu replizieren. Die Spannung zwischen den beiden wuchs. Schließlich konfrontierte Frederico Isadora bei einer gesellschaftlichen Veranstaltung. »Du hast vielleicht diese Schlacht gewonnen, aber der Krieg ist noch nicht vorbei«, sagte er mit seiner gewohnten Arroganz. Isadora lächelte selbstbewusst. »Ich führe keinen Krieg, Frederico. Ich baue etwas Echtes auf. Und das ist etwas, das du niemals verstehen wirst.« Die Monate vergingen und zu aller Überraschung wurde Fredericos Restaurant geschlossen. Sein Versuch, mit dem Radiance zu konkurrieren, war gescheitert und er zog es vor, sich diskret zurückzuziehen. Isadora hingegen erweiterte ihren Einfluss weiterhin. Ihr Restaurant wurde zu einem Modell für inklusives Geschäft und sie begann, neue Filialen in anderen Städten zu eröffnen. An einem Abend eines wichtigen Festmahls erhob Isadora ihr Glas zu einem Toast. Auf alle, die daran geglaubt haben, dass wir es anders machen können. Dies ist der Beweis, dass wenn wir uns der Ungerechtigkeit nicht beugen, wir etwas Größeres schaffen als wir selbst. Unter den Gästen lächelten ihre Kinder stolz. Das Radiance
war nicht nur ein Restaurant, es war ein Erbe, ein Zeugnis von Resilienz und Veränderung. Und so zeigte Isadora Belmont der Welt, dass die beste Antwort auf Diskriminierung der Erfolg ist, der mit Gerechtigkeit und Mut einhergeht. Kommentieren Sie unten, was Sie von dieser Geschichte halten und aus welcher Stadt Sie uns zusehen. Hinterlassen Sie ein Gefällt mir und abonnieren Sie unseren Kanal, damit wir gemeinsam eine große Gemeinschaft aufbauen können, die inspirierende Geschichten teilt. Vielen Dank fürs Zuschauen.